Hallihallo. Heute ist Montag, der 13. Juni 2022. Bin jetzt bei Meile 867 knapp und gerade über den Seldenpass rüber, also über einen dieser Bergpässe, die man überqueren muss, um durch die Sierras zu kommen. Richtig schön, also das Panorama auf der anderen Seite war gerade schon traumhaft. Jetzt ist es auch sehr, sehr atemberaubend. Also eine weite Sicht, wie man jetzt sieht. Unglaublich. Unglaublich, ja, richtig schön. Kommen ganz gut voran heute. Also ist jetzt 15:40 Uhr, habe 21 Kilometer auf der Uhr, also trotz der Höhenmeter. Wieder jetzt knapp 1000 bis hierhin. Bin auch relativ spät los. Heute richtig spät, also ich bin um 9:15 Uhr habe ich den Startknopf auf meiner Uhr gedrückt. Um genau zu sein 9:13 Uhr sogar. Passt zum 13. Juni. Ja, habe mir aber Zeit gelassen. Bin irgendwann 7:40 Uhr aus dem Bett gekrabbelt, also aus dem Schlafsack. Hab dann in Ruhe, toll, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier rüberkomme über die Schneelandschaft. So ein Murks, jetzt könnte ich den Stock gebrauchen, den ich gerade zum Filmen benutze. Ups. Da ist ja mal kurz Konzentration gefragt. Okay, so sah das hier gerade aus. Ja, also 7:40 Uhr aus dem Schlafsack raus und in Ruhe Frühstück gemacht. Also habe mir jetzt angewöhnt, also jetzt mit dem Propangas nicht zu, oder Isobutan oder whatever das ist, nicht zu geizen. Ich habe ja eine größere Kartusche, also keine 100er, also eine kleine 100 Milliliter, sondern 260 oder was da reinpasst. Habe die noch nicht leer bekommen, bin jetzt seit Bischof mit der unterwegs, oder länger sogar schon, weiß ich gar nicht. Und habe mir jetzt angewöhnt, 3-mal am Tag warm zu essen. Das klingt luxuriös. Ist es für den Trail hier tatsächlich auch, aber in der Praxis heißt es einfach morgens ein warmes Oatmeal. Habe heute sogar 5 Tüten von diesem Oatmeal verdrückt. Also einen halben Liter Wasser warm gemacht, also aufkochen lassen. 5 Tüten von dem Oatmeal rein. Dann den Deckel zugemacht, Zelt abgebaut. Das also ein bisschen ziehen lassen. Das war richtig lecker. Also für Trailverhältnisse ein Mettbrötchen wäre mir lieber gewesen. Oder noch lieber eine Mettstulle. Mit so ein bisschen Gürkchen drauf. Pfeffer, Salz, Zwiebeln. Ja, das wär's. Naja, in 3 Monaten vielleicht. Ja, jedenfalls Oatmeal, 5 Tüten Oatmeal morgens. Danach gab es dann noch einen Kaffee. Ich habe heute meine letzte kleine Packung Jakobs löslichen Kaffee leer gemacht. Aufgebraucht. Den habe ich dann auch noch in Ruhe getrunken. Dann alles zusammengepackt und dann war's, bis ich also wie gesagt den Knopf auf meiner Uhr gedrückt habe um 9:13 Uhr. Ja, jetzt ist 15:44 Uhr, über 21 Kilometer gerade. Was ist jetzt? Ach ja, okay, wieder Schnee. Das ist so bei den Pässen, da muss man manchmal über Schnee oder gucken, dass man es umgehen kann, so wie hier. Das ist ganz gut. Ja, genau. 3-mal warm essen. Also mein Mittag tatsächlich hatte ich noch nicht. Das wartet noch auf mich in meinem Rucksack.
obwohl es jetzt gleich 16 Uhr ist. Also ich habe noch nichts zum Mittag gegessen, bis auf 3 Riegel, aber das kann man nicht Mittag nennen. Ich werde mir jetzt da unten an dem See irgendwo eine schöne Stelle suchen, wo ich gleichzeitig an Wasser komme. Ich habe noch, ich glaube, einen guten Liter oder 1,2 Liter hinten drin. Werde mir da unten eine Stelle suchen, wo ich gut an Wasser komme und dann da schnell und zackig mein Mittagessen essen. Das wird wahrscheinlich entweder Rahmennudeln oder Kartoffelbrei sein mit Öl. Wahrscheinlich werde ich mir sogar den Kartoffelbrei machen mit Öl und Thunfisch. Ich habe noch einmal eine Tüte Kartoffelpüree, 2 kleine Tüten von diesem Thunfisch abgepackt. Da sind aber immer nur 80 Gramm drin oder so, also das ist nix. In meiner kleinen Flasche Öl ist noch ein bisschen was drin, das reicht noch für heute Mittag und heute Abend. Und dann habe ich genau noch, ich glaube, 3 Riegel und 4 Packungen Oatmeal. Da muss ich also bis morgen hinkommen. Und ja, einmal Rahmen für heute Abend dann noch. Ja, da muss ich dann bis morgen hinkommen. Das geht aber. Ich will heute laufen, so weit wie es geht. Muss hier vom Trail runterlaufen, dann irgendwann in ein paar Meilen. Bear Ridge Junction oder so heißt die Stelle. Muss man ein Auge aufhalten, wo es ist. Vielleicht hat die Stelle auch ihren Namen irgendwie verdient. Also eigentlich hätte hier jeder Ort irgendwie was mit Bären zu tun haben können. Also ich habe noch keinen gesehen leider. Wäre schön. Ja, da muss ich jedenfalls runter. Und von da aus sind es dann noch 7,3 Meilen bis zum Vermilion Valley Resort. Das ist ja, an so einem See, also nicht an so einem See, sondern an dem Lake Thomas Alva Edison. So heißt der. Der war bis vor kurzem noch so flach, dass da nichts drauf fahren konnte. Jetzt fährt da irgendwie eine Fähre rüber, für die man aber $20 bezahlen muss. Also wenn man die Leute dort kontaktiert von diesem Vermilion Valley Resort, das darf man sich jetzt nicht vorstellen, als wenn es was Großes wäre, sondern es wird einfach ein Haus sein oder so eine kleine Anlage. Da kann man tatsächlich auch mit dem Auto hinfahren, also muss man weit reisen. Ja, da kann man die Leute von diesem Vermilion Valley Resort kontaktieren mit seinem Garmin InReach. Also denen eine Textnachricht schicken mit dem Garmin. Und dann holen die einen mit dieser Fähre, die sie haben. Also das darf man sich auch nicht so vorstellen wie eine Fähre, sondern das ist vielmehr, wurde mir gesagt, so eine Art klappriges Floß wie von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Und dann kommen die mit diesem klapprigen Floß über den See gefahren und holen einen ab und fahren einen dann wieder zurück. Also zu diesem Vermilion Valley Resort, wo man dann Geld ausgeben kann. Also das ist nicht preiswert da wohl. Da gibt es alles Mögliche, was so Wanderer brauchen. Also man gibt da Geld aus. Und um sich da abholen zu lassen mit dieser Fähre, die dann über den See fährt, statt die 7,3 Meilen, die man laufen kann, so wie ich das mache, um den See herum. Und um mit dieser Fähre zu fahren, zahlt man, und dann auf der anderen Seite noch Geld bei denen auszugeben, zahlt man da $20 für eine Fährfahrt. Also nicht mal hin und zurück, sondern eine Fahrt kostet $20. Naja, ich hätte es vielleicht gemacht. Das Ding ist aber, ich habe hier kein Garmin InReach. Also alle Leute oder viele Leute, ich sag mal 90% der Leute rennen hier mit so einem Garmin-Teil am Rucksack rum. So ein rotes Teil, da ist ein SOS-Knopf drauf. Das gibt einem bestimmt ein riesiges Sicherheitsgefühl. Ein Netz und doppelten Boden. Wenn man da drauf drückt, dann sind 2 Stunden später die Ranger da mit dem Hubschrauber
und bringen einem, weiß ich nicht, eine Flasche Milch oder so. Keine Ahnung, ja, ich habe so ein Ding jedenfalls nicht. Also kann ich die auch nicht antexten, die Leute da von diesem Vermilion Valley Resort, damit die mich vom See abholen. Also bleibt mir nur um den See rumzulaufen. Was aber auch nicht schlimm ist. Es sind nur 7,3 Meilen mehr, die ich laufen muss. Naja, so ist das hier immer, wenn man an irgendeinen Ort will, dann liegen die Orte nicht etwa gleich am Trail oder der Trail führt durch die Orte, sondern man muss meistens ein Stück weit vom Trail abgehen, bis man dann an irgendeinem Punkt kommt, von dem man aus dann in noch mal ein paar Meilen weiter in den Ort trampen kann oder irgendwie abgeholt wird oder sich abholen lassen kann, wie auch immer. Ja, schön sieht das aus hier. Herrlich. Ja. So, genau, da will ich dann also morgen sein, in diesem Vermilion Valley Resort. Also, das sind jetzt noch, guck mal gerade, wie viele Meilen das noch sind. Also, ich bin jetzt bei 866,1 und bis zu diesem Bear Ridge Trail Junction sind es 8,4 Meilen. Das werde ich heute voraussichtlich noch schaffen. Also bis zu diesem Abzweig hoch vom Trail zu kommen. Das wird klar gehen. Und bis zum Vermilion Valley Resort sind es noch 12,6. Nee, also diese 8 Meilen, also 8 Meilen, 8,1 oder was ich gerade gesagt habe, plus 7,3, dann bin ich da. Und davon ein Murmeltier. Da hinten läuft's. Da auf dem Stein. Ja. Wie viele Murmeltiere ich hier schon gesehen habe. Unglaublich. Ja, jedenfalls heute noch so weit wie möglich laufen, damit ich dann morgen ja, ganz entspannt aufstehen kann, frühstücken, dann die restlichen Meilen bis zu diesem Vermilion Valley Resort laufen. Dann will ich mich da aber nicht lange aufhalten, nur die Akkus aufladen. Also habe so eine Powerbank, Handy-Akku und auf jeden Fall Essen. Also die haben da auch Burger und so ein Kram. Da werde ich mir richtig den Magen vollschlagen morgen und mir bestenfalls einen Burger mitnehmen für morgen Abend. Und von da aus dann geht es weiter. Da sind es dann nur noch knapp 30 Meilen bis nach Mammoth, also bis zur nächsten größeren Stadt. Die ist auch vom Trail her relativ gut erreichbar. Also auch wieder ein Stück runterlaufen vom Trail, bis man da an so eine Art Loop kommt, also wo so eine Sackgasse wieder für Autos, wo dann auch ein Trolley fährt, also so ein kleines Shuttle oder sowas, was so die Wanderer dann nach Mammoth reinbringt. Kostenlos sogar, glaube ich. Ja, und da wartet ein Paket auf mich, was ich im Bischof abgeschickt habe. Das muss ich dann kurz checken. Ich glaube, da sind ein paar Riegel drin. Ein paar andere Kleinigkeiten noch. Vielleicht, hoffentlich ist da noch Kaffee drin. Mal gucken. Ja, dann schicke ich das gleich weiter zum Sonora Pass. Und am Sonora Pass ist das Meile 1006 oder 1016. Ich vergesse das immer. Wie schön klar das Wasser hier ist. Also ist unglaublich. Das ist echt krass. Man könnte direkt hier baden gehen. Naja. Ja, jedenfalls bis Mammoth ist es nicht mehr weit. Da will ich auch muss ich einen kurzen Stopp machen. Deswegen morgen in Vermilion Valley muss ich leider anhalten, weil ich nichts mehr zu essen habe. Sonst hätte ich das auch geskippt, also hätte den
7,3 Meilen Umweg nicht gemacht und wäre durchgelaufen, weil es sind nur 30 Meilen, das sind 2 Tage. Aber ich habe nichts mehr zu essen. Und 2 Tage ohne Essen, das kann man vielleicht, das nennt man dann Fastenwandern vielleicht. Aber das ist nicht so gut, weil hier die Höhenlagen, die Kilometer, die man hier macht, das geht gar nicht, ohne dass man sich Kalorien zuführt. Das hatte ich jetzt schon mal gemerkt. Höhenlage, apropos, das sind jetzt hier, kann man mal raten, wie hoch wir hier sind. Falsch. Auch falsch. Nee, das sind hier 3128 Meter Höhe. Also höher, 150 Meter höher als die Zugspitze. Ja. Da wachsen bei uns schon mal keine Bäume mehr auf der Höhe. Faszinierend. Ja, genau. Also morgen Vermilion Valley, Burger, mir reinpfeifen, Pommes, alles was sie da haben. Für 2 Tage Resupply machen, also 2 Tage Proviant einsacken, 1,5 Tage viel mehr, weil am 2. Tag komme ich ja dann schon, wenn es gut geht, in Mammoth an. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Also kann ich mir ganz auskömmlich für 2 Tage, ja, für 2 Tage gut essen, einpacken und dann in Mammoth, ja, weiß ich nicht, wenn ich gut bin, schaffe ich es von da bis zum Sonora Pass durchzulaufen, aber das glaube ich nicht. Also ich werde da 5 Tage mir für 5 Tage Essen einpacken, auch auskömmlich. Ich glaube, da gibt es dann man hat dann in der Zwischenzeit von Mammoth bis zum Sonora Pass, da wo man den Bärenkanister los wird oder beziehungsweise formal nicht mehr braucht. Aber einige sagen, weiter mit sich rumschleppen sollte, weil das Bärengebiet hört da nicht plötzlich auf, sondern das ist irgendwie so eine formal festgelegte Grenze, hängt irgendwie am Nationalpark oder so. Oh, wollte ich nicht irgendwie Mittagessen? Fällt mir gerade ein, wo ich das Wasser sehe. Ja, also naja, Sonora Pass 1016. Mammoth ist so bei 900 knapp irgendwas. Jo, viel mehr gibt es hier gar nicht zu sagen. Wow. Jetzt habe ich hier mit meinem Gequatscher alle Tiere verscheucht. Naja, bin jetzt auch fertig.
Hallo, hier nochmal kurz Zeit für ein kleines Selfie-Video aus den Sierras. Bin jetzt gerade kurz vor dem Donahue Pass, also ein Bergpass, über den man rüber muss, also einer von ganz, ganz vielen. Wo das muss ich mal gucken, irgendwo im Umland hier, also es sieht gerade so aus. Richtig schön, das wimmelt hier von Murmeltieren. Also habe jetzt gerade bestimmt schon 3, 4, 5 Murmeltiere gesehen in den letzten 20 Minuten. Und dahinter, ich glaube zwischen diesen beiden großen Bergketten da hinten, da müsste der Pass sein. Kann aber auch sein, dass der ein bisschen höher durch den Berg geht, also über den Berg. Das weiß ich nicht. Lustig wäre es, wenn da der Donahue Pass wäre, dann wird es ein bisschen fußkalt. Ja, gucke ich mir an. Ist jetzt 16:10 Uhr. Will noch so bis vielleicht 19:30 Uhr laufen. Hier mal wieder so eine kleine Überquerung, Wasserüberquerung. Das Wasser ist richtig klar. Ich weiß nicht, ob man das hier so erkennen kann so gut. Das ist richtig, richtig klar. Überall hier diese kleinen Flüsse und Bäche, kleine bis große Flüsse und Bäche, durch die man durch muss. Hier, das geht, da sind genug Steine, über die man rüber kann. Manchmal bei großen Flüssen liegen Baumstämme, die mal dicker, mal schmaler sind. Da ganz hinten ist wieder ein Murmeltier. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, zwischen diesen beiden ist eine Art Tunnel oder sowas. Ja. Ja, also so geht es hier den ganzen Tag durch die Sierras. Noch ungefähr eine Woche, eine gute Woche, 10 Tage, dann bin ich hier durch und dann bin ich in Nordkalifornien. Da wird es ein bisschen flacher. Da kann ich ja noch mal ein bisschen mehr Meilen oder Kilometer machen. Jetzt bin ich so bei knapp 20 pro Tag, 20 Meilen, was so 30 Kilometer sind pro Tag. Wenn es jetzt nicht irgendwie in eine Stadt reingeht oder aus einer Stadt raus, dann ist natürlich weniger. Ansonsten dann in Nordkalifornien wird es mehr, da können es auch mal 30 Meilentage sein, also locker mal 40 Kilometer. Wenn flaches Gelände ist, man läuft und das vergeht alles. Die Zeit und die Meilen vergehen unter einem. Da kommt man dann richtig vorwärts, auch auf der Karte. Hier ist so ein bisschen das Gefühl, ja, ist ein bisschen stockend, aber trotzdem kleine Fortschritte macht man hier auch. Ja, jetzt gehe ich da rüber und guck mal, wo der Donahue Pass ist, und auf der anderen Seite, da laufe ich dann noch 2 Stunden vielleicht. Bis ich rüber bin, ist mindestens eine Stunde und dann noch 2 Stunden laufen. Und dann suche ich mir ein nettes Plätzchen zum Zelten. Ich hoffe, es wird nicht wieder so eiskalt wie letzte Nacht. Das war richtig kalt. Ich habe meinen Wasserfilter mit in den Schlafsack genommen, damit da die Membranen nicht gesprengt werden vom Frost. Aber 2 Wasserflaschen hatte ich draußen außerhalb des Zelts stehen und die waren natürlich am Morgen steinhart gefroren. Ja, und gut, das Zelt hält jetzt auch nicht besonders warm. Da ist dann so Kondenswasser normalerweise drauf in kälteren Gefilden. Wenn es warm ist, verdunstet es, dann hat man da gar kein Wasser drauf, dann wenn da die Sonne drauf scheint. Und wenn es richtig kalt ist, so wie letzte Nacht, hat man dann Eisfilm auf dem Zelt. Das hatte ich letzte Nacht, weil das Kondenswasser, das ist die Atmung, was von der Atmung kommt und so, und was so auch reif ist am Rasen und so, an den Pflanzen, das setzt sich da am Zeltrand ab, und mein Zelt war gefroren. Tatsächlich, das war richtig hart gefroren. Das musst du erstmal ausschütteln und trocknen lassen. Ja, das dazu. Was für ein Tag heute ist, weiß ich gar nicht. Ist aber auch egal. Tschüss.
Puh.